Hier ist Barbara Hirsekorn von der Aquarellwerkstatt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ist es dir auch schon mal so gegangen? Du findest ein schönes Motiv, zum Beispiel leuchtend gelbe Sonnenblumen, malst es und bist dann mit deinem Bild einfach nicht richtig zufrieden. Die Bildaufteilung oder die Farbigkeit, irgendwie scheint es einfach nicht richtig zu funktionieren. Im heutigen Video male ich ein schönes Blumenaquarell und gebe dir außerdem 3 wichtige Tipps für eine bessere Bildkomposition. Auf meinem Instagram-Account bekam ich vor einigen Tagen als Reaktion auf eine Story die Frage: Achtest du eigentlich im Vorfeld, bevor du anfängst zu malen, auf bestimmte Dinge? Ich musste erst mal ein wenig schlucken, aber dann wurde mir klar, dass es mit Sicherheit Gesprächsbedarf darüber gibt. Deshalb werde ich im heutigen Video auf einige Aspekte der Bildkomposition eingehen. Diese Gedanken für die Bildkomposition mache ich mir jedes Mal, bevor ich überhaupt anfange zu malen. Und ich bin mir sicher, jeder professionelle Künstler arbeitet auf diese Art und Weise. Es gibt einige grundlegende Prinzipien der Bildkomposition, die ich, bevor ich anfange zu malen, jeweils durchdenke, abklopfe und eventuell auch in kleinen Skizzen festhalte. Heute wird es also um 3 Aspekte gehen. Einmal werde ich sprechen über den Bildleerraum in Bezug auf das Bildformat, über den Bildfokus, das heißt über die Kontraste und die weichen oder harten Kanten, die diesen Bereich im Bild erst zu einem Fokus machen. Und der dritte Tipp wird sich beschäftigen mit den überwiegenden Formen im Bild. Hat das Bild mehr runde, mehr eckige Formen und welche von beiden überwiegen? Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem Film. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Lasurorange von Schminke, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Perilane Green von Schminke, Green Apatite Genuine von Daniel Smith, Ultramarin Feinst von Schminke, Alizarin von Winsor Newton, dann kommt das Kobaltblau von Winsor Newton, Winsor Yellow von Winsor Newton, Cadmiumgelb auch von Winsor Newton, Jaune Brillant von Schminke und Cadmium Orange von Winsor Newton. Ich arbeite auf Arches Büttenpapier 300 Gramm Graphit. Das Format ist ungefähr DIN A4. Am Start sind die Pinsel meiner eigenen Pinseledition, der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarderhaarpinsel Größe 10 und der Auswaschpinsel von Da Vinci, der Flachpinsel, und der Spritzpinsel ist auch ein Kunststoffpinsel der Firma Escoda. An dieser Übungsversion des heutigen Motives werde ich euch nun die 3 eingangs erwähnten Kompositionsprinzipien noch einmal deutlich machen. Wir haben hier ja ein rechteckiges Querformat und es geht zunächst einmal darum, das Motiv so in das Bildformat zu setzen, dass eine interessante Form entsteht. Die Räume, die sich dabei zwischen Objekt, also dem Blumenstrauß, und dem Bildrand ergeben, sollten auf jeder Seite des Objektes unterschiedlich, also interessant sein. Wir haben hier auf allen 4 Seiten des Blumenstraußes unterschiedlich große Leerstellen. Dies macht die Form interessant und auch die Umrisssilhouette des Blumenstraußs selbst ist eine interessant umrissene Form. Mein zweiter Gedanke für eine interessante Komposition betrifft den Bildfokus. Dies ist der Punkt des größten Interesses im Bild und ich versuche durch verschiedene Stilmittel das Auge des Betrachters in diesen Bereich zu lenken. Hier zwischen diesen beiden Blüten und der Vase schaffe ich durch klar definierte Kanten und auch durch den maximalen Tonwertkontrast einen klaren Interessenschwerpunkt. Wenn wir hier den sogenannten Blinzeltest anwenden, das heißt die Augen fest zusammenkneifen, bis man fast keine Einzelheiten mehr erkennt, dann sehen wir, dass sich an dieser Stelle die Formen und Farben immer noch klar voneinander abgrenzen, während sie in anderen Bereichen des Bildes miteinander verschmelzen. Das dritte kompositorische Prinzip, welches ich hier für mein Bild anwenden werde, ist die Balance zwischen den einzelnen Formen im Bild. Wir haben in diesem Blumenaquarell überwiegend runde Formen. Die Blütenköpfe sind rund und auch die Vase hat eine runde Form. Durch die Betonung des runden Elements entsteht ein harmonischer Gesamteindruck im Bild. Als Kontrapunkt dazu, um die Sache nicht ganz so gleichförmig erscheinen zu lassen, bietet die Tischplatte mit ihrer eckigen Form eine willkommene Abwechslung. Noch ein Wort zur Farbgebung im Bild, das ist natürlich auch eine wichtige Vorüberlegung, bevor ich mit dem Malen beginne. In diesem Fall bleibe ich im Farbkreis relativ eng beieinander. Ich verwende überwiegend Gelb-, Orange- und Grüntöne und nur die Vase bricht mit ihrem blauen Farbton aus dem engen Farbschema aus. Hier sorgt das Blau für eine Prise Aufregung in dem doch sehr harmonischen Bild. So vermeide ich, dass durch zu viel Harmonie Langeweile aufkommt.
Bewusst habe ich aber das Blau der Vase mit viel Grau abgemildert, denn ich möchte nicht, dass durch den starken Farbkontrast von Gelb, Orange und Blau das Interesse des Betrachters von den Blüten zu sehr abgelenkt wird. Hier am Referenzfoto könnt ihr sehen, dass ich einige Veränderungen vorgenommen habe. Die Vase bekommt bei mir eine andere Farbe und auch das Tuch auf dem Tisch lasse ich bei meinem Aquarell weg. Ich empfehle immer, sich einen Ausdruck in Schwarz-Weiß- oder Graustufen herzustellen. Hier kann man noch besser die Tonwertunterschiede sehen und dementsprechend die Farbe später in der entsprechenden Dunkelheit auch anwenden. Dies sind also ein kleiner Teil der vorbereitenden Gedanken, die ich mir immer machen sollte, bevor ich überhaupt die Pinsel zur Hand nehme. Wenn ihr auf diesem Kanal schon öfter Filme geschaut habt oder vielleicht bei einem Präsenzkurs von mir dabei wart, dann wisst ihr, dass ich in hohem Tempo male und dies der Frische und Spontanität des Aquarells sehr entgegenkommt. Ich habe also während des Malens keine Zeit mehr, mich um kompositorische Dinge zu kümmern und finde es für mich wirklich sehr wichtig, diese Probleme schon im Vorfeld gelöst zu haben. Nun erstelle ich die Bleistiftskizze und wir lassen diesen Prozess jetzt im Zeitraffer laufen, damit das Video nicht allzu lang wird. Beim Zeichnen der Vase gehe ich immer von einer Mittellinie aus und setze dann rechts und links Punkte, die ich später mit geschwungenen Linien miteinander verbinde. So erhalte ich mit relativ wenig Aufwand einen relativ gleichmäßigen Körper. Die Sonnenblumen skizziere ich zunächst als grobe runde bzw. ovale Formen, um sie jetzt gut in meinem Bildformat zu platzieren. Beim Ausarbeiten der einzelnen Blütenblätter versuche ich, einige Blätter sehr genau zu skizzieren, um das Charakteristische einer Sonnenblumenblüte darzustellen, aber ich zeichne auf keinen Fall jedes Blatt genau entsprechend der Vorlage ab. Ich beginne nun auf trockenem Papier mit dem gelben Farbauftrag für die Blüten der Sonnenblumen. Ich mische hier die beiden gelben Farben Winsor Yellow und Cadmiumgelb. Winsor Yellow ist ein relativ kühles Gelb der Firma Winsor Newton und das Cadmiumgelb gibt mir den warmen Farbton der gleichen Farbfamilie. In einige Bereiche kommt etwas Lasurorange und auch etwas lichter Ocker verwende ich zum Abbrechen des leuchtenden Gelbs. Nun wechsle ich schon auf den größeren Verwaschpinsel und lege mit raschen Strichen die grünen Blätter und auch schon den Hintergrund an. In diesem Stadium möchte ich unbedingt, dass alle Farbaufträge weich miteinander verschmelzen. Nirgendwo soll es harte Kanten geben und die Blüten der Sonnenblumen entstehen später erst durch die dunkle Hintermalung. Ich verwende für den Hintergrund lichter Ocker, Green Apatite Genuine und auch schon eine leichte Lasur aus Perilane Green. Dies ist das dunkle Schwarzgrün, welches mir später die dunklen Farbtöne für den Hintergrund liefern wird. Wichtig ist bei diesem Farbauftrag, dass man schnell genug arbeitet, sodass wirklich keine harten Kanten entstehen. Und dass man mutig genug die Farbe sich ihren eigenen Weg suchen lässt und auf keinen Fall jetzt schon beginnt, bestimmte Formen auszumalen. Die Vase bekommt eine Vorbereitung mit Blautönen. Ich verwende hier Zylinblau und Kobaltblau und breche den intensiven blauen Farbton schon mit Sienna gebrannt ins Graue ab. Den Schatten der Vase ziehe ich auf der rechten Seite mit einem Pinselstrich zum Formatrand hin aus. Ein paar Spritzer mit klarem Wasser oder auch mit ein wenig gelber Farbe bringen noch einmal Struktur in die Farbfläche. Bevor wir mit dem zweiten Farbauftrag gleich beginnen und die dunklen Stellen und die dunklen Bereiche im Bild gemalt werden, möchte ich hinweisen auf die Versteigerung des Original-Aquarells.
Ich habe hierfür auf eBay eine Auktion geschaltet, die jetzt direkt beginnt und am Dienstag, den 29.08.2023 endet. Auf dieses Originalaquarell kann geboten werden und um 16 Uhr am Dienstag bekommt der Höchstbietende das Aquarell dann per Post zugeschickt. Falls du dich also für ein Originalaquarell hier aus der Aquarellwerkstatt interessierst und Spaß an Blumenmotiven hast, ich freue mich, wenn du mitbietest. Nun beginne ich die Blüten mit dem zweiten Farbauftrag ein wenig auszuarbeiten. Ich male das Innere mit Sienna gebrannt, Alizarin-Karmesin und einige Stellen schattiere ich mit Ultramarinblau ab. Ich verbinde die einzelnen Farben mit Wasser, sodass sich in diesem Stadium auch noch nicht zu scharfe Ränder bilden. Nun beginne ich mit der Dunkelheit hinter den Blütenblättern schon die hellen gelben Formen herauszuarbeiten. Das ist die sogenannte Negativtechnik, in der man ein helles Objekt mit einer Untermalung aus dunkler Farbe herausarbeitet. Das eigentliche Objekt wird dabei eben gerade nicht gemalt, sondern entsteht wie von allein durch die Hintermalung. Mit Green Appetit Genuine und Perilene Green male ich die dunklen Blätter und auch hier nutze ich die dunklen Grüntöne, um die Sonnenblumenblüten mit dem ersten Farbauftrag leuchten zu lassen. Die rechte Blüte arbeite ich jetzt genauso wie die anderen Blüten aus. Und auch auf der linken Seite setze ich etwas Orange in die Blütenblätter. Hier rechts oben ist durch meinen sehr lockeren ersten Farbauftrag ziemlich viel Gelb verloren gegangen. Ich setze hier also noch einmal ein kräftiges Gelb über den ersten Farbauftrag. Nun arbeite ich in der Vase weiter. Hier im Bildfokus setze ich sehr dunkle Farbtöne gegen das Hellgelb der Blütenblätter. Ich mische mir für die Vase Kobaltblau mit Sienna gebrannt. Auf der rechten, lichtabgewandten Seite ist die Vase am dunkelsten und auf der linken Seite deutlich heller. Hier nehme ich mehr Wasser in den Farbauftrag und verbinde alles mit weichen Übergängen. In den Schatten mische ich noch ein wenig Alizarin-Karmesin, so wird die Farbtemperatur hier etwas kühler. Mit wenigen grünen Strichen deute ich die Blätter auf dem Tisch an.
Nun kommt endlich der Teil des Bildes, der mir immer am meisten Spaß macht. Der dunkle Hintergrund mit Perylene Green und Green Apatite Genuine, gelegentlich mit etwas Ultramarinblau oder Sienna gebrannt. Mit dieser Mischung arbeite ich mit einem großen Pinsel, viel Pigment und viel Wasser die große dunkle Fläche. Hier ist es wichtig, dass wirklich viel Pigment in der Mischung ist, sodass der Tonwert kräftig und entschieden auf das Bild aufgetragen wird. Wenn man jetzt zu hell arbeiten würde, könnte man natürlich diesen Farbauftrag wiederholen, aber locker und frisch sieht das Aquarell nur aus, wenn man so wenig Striche wie möglich braucht. Wir gehen jetzt wieder etwas schneller durch das Motiv. Wichtig ist, das hohe Tempo beim Malen beizubehalten und nicht zu genau um die einzelnen Blütenblätter herumzuarbeiten. Auf der rechten Seite wird der Hintergrund deutlich heller, sodass der Tonwert hier sich dem Tonwert der kräftigen gelben Blütenblätter annähert. Wir erinnern uns, hier möchte ich keinen so starken Kontrast, denn die Stelle mit dem größten Kontrast und den schärfsten Kanten bleibt dem Bildfokus zwischen den beiden Blüten in der Mitte vorbehalten. Ein paar gelbe Spritzer lockern den Hintergrund noch etwas auf und die Vase leuchtet mir noch ein wenig zu sehr. Ich setze also etwas abgetönte blaue Farbe in die Fläche hinein und arbeite auch den Schlagschatten direkt unter der Vase noch etwas intensiver. Einen hellen Lichtreflex hole ich rechts aus der unteren Kante wieder heraus. Ein paar Details gibt es jetzt noch für die Blüten. Einige Farben werden noch einmal intensiviert und einige Formen genauer definiert. Hier ist es jetzt wichtig, im richtigen Moment aufzuhören, damit das Bild nicht überarbeitet wird. Den Lichtreflex auf dem Vasenkörper löse ich mit etwas Wasser an und zeichne eine Spiegelung hinein. Mit dem Auswaschpinsel kann ich einige helle Formen wieder aus der Farbe herauswaschen und so noch ein paar zeichnerische Details korrigieren. Mit Jaune Brillant direkt aus der Tube könnte man jetzt auch noch einige Akzente hell auf die dunklen Formen auftragen und vielleicht das ein oder andere Sonnenblütenblatt noch einmal akzentuieren.
So, hier sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, dieser Film war hilfreich für dich und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Wir freuen uns wie immer über einen Like oder einen Kommentar unter dem Video. Das sind wertvolle Wertschätzungen und auch Hilfestellungen für uns, um unsere Arbeit hier auf YouTube immer noch besser zu machen. In 14 Tagen kommt der neue Film, diesmal mit einem schwedischen Motiv. Bis dahin viel Spaß beim Malen und tschüss, bis zum nächsten Mal.